was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your... Ja, wie man unschwer erkennen kann, wir sind noch mitten in Da Nang, aber nicht mehr lange, es geht jetzt hier raus. Aber ich will euch mal das zeigen, wie hier so der Straßenverkehr vonstatten geht. Es ist immer wieder erstaunlich und unterhaltsam. Hier die Bahngleise, die haben auch Flair. Ui, 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 ui. Und ich werde heute noch mal zum Haiwan-Pass fahren. Ich werde versuchen, beide Seiten zu fahren. Bei der letzten Tour habt ihr ja schon die Seite von Da Nang aus gesehen und dann will ich drüber auf die andere Seite, runter und wieder hoch. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir hier heil rauskommen. Da vorne ist dann schon die Küste und das Meer und dann geht es immer an der Küste weiter. Hier Doring ist auch ganz beliebt. Da geht es an der Küste entlang und dann ja, diese schöne, breite, sechsspurige Straße, das ist dann ruhiger. Beziehungsweise hier vorne, da löst es dann auch schon langsam auf. Ja, hier ist so ein Beach Club, ziemlich weit außerhalb von Da Nang. Das ist dann für die Leute, die es ein bisschen ruhiger haben wollen, aber du bist halt weg vom Zentrum, also jedes Mal, wenn du mal in die Stadt willst, musst du halt irgendwie dich reinfahren lassen oder ein Moped ausleihen oder was auch immer, aber hier hat man so ziemlich seine Ruhe am Strand, denke ich mal. Also für die Leute, vielleicht die älteren Herrschaften, die es ein bisschen ruhiger haben wollen, die sind hier gut aufgehoben. Ja, ich mache mal einen kleinen Abstecher hier, damit man das auch mal sieht. Also hier ist halt gar nichts. Also da hast du den Strand für dich alleine. Da hinten sieht man Da Nang, die Hochhäuser. Hier geht irgendwie so ein, keine Ahnung, Anrainerweg entlang, den kein Mensch benutzt. Hier liegt auch niemand, hier ist auch nichts. Also wer da vorne sich niederlässt in dem Beach Resort, ja, der hat tatsächlich seine Ruhe. Aber man ist halt 15 Kilometer außerhalb. Mal gucken, ob man jetzt hier auch weiterfahren kann oder ob ich jetzt dann hier gefangen bin. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, aber schon schön hier, ne? Mit dem Meer und den Wellen. Kann man es aushalten. Ne? Bei mir wäre es ein bisschen zu ruhig, weil ich habe schon gerne die Nähe zur Stadt. Aber wer sowas mag hier, der ist hier an der richtigen Adresse. Aber ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt jemals Leute herkommen zum Baden. Weil hier ist ja wirklich nichts. Also kein Restaurant und kein Kiosk. Also, aber ja, wer halt ein bisschen die Einsamkeit sucht, der ist hier richtig. Ja. Ja, so wie es ausschaut, ist der Haiwan-Pass heute in Wolken gehüllt, wie eigentlich fast immer. Das ist natürlich schade, haben wir keinen Ausblick da oben. Dafür ist es hier unten umso sonniger. Aber gut, ja, das ist halt immer Glückssache und das Glück ist einem nicht oft hold, wenn es um den Haiwan-Pass geht.
in Sachen Sonne, aber wir schauen mal, wie es oben aussieht. Vielleicht ist ja alles halb so schlimm. All is quiet on New Year's Day. A world in white gets underway. Der LKW da vorne hat mich vor 2 Minuten überholt. Er kommt irgendwie auch nicht vorwärts. Also jemand, der etwas fitter ist am Berg, der kann da locker Schritt halten mit dem. Also der ist echt nicht schnell. So, die letzte Kurve. Das ist dann die Zielgerade hier hoch. LKW ist immer noch nicht weiter. Schnell und dann an die Seite runter. Diesmal kaufen wir mal woanders ein. Hier, da ist schon der freundliche Mensch. Coca-Cola. Coca-Cola. Emergency. He also needs Coca-Cola. He needs coffee. The dog needs coffee for the dog. Coca-Cola. Coca-Cola, yeah. Banana. No, thank you. Stellenweise recht flach hier, obwohl jetzt kommt mal wieder nach Prozentschild. Aber ich bin jetzt hier gerade auf dem großen Blatt. Also, das hat man ja gesehen in der Abfahrt, dass da ja, teilweise muss die da schon kräftig treten, um überhaupt auf 40 km/h zu kommen. Also ein bisschen ja, unrhythmisch hier. Mal geht's hoch, mal wieder flach. Aber schön, es könnte auch in Italien irgendwo sein oder in Spanien. Schönes Ding.
die letzten Meter wieder. Von der anderen Seite sind wir auch schon wieder oben. Auf 500 Meter sind wir hier. Das waren jetzt insgesamt 935 Höhenmeter, beide Anstiege. Also, naja, ein Alpenpass quasi. So, und jetzt gönne ich mir mal ein paar Bananen hier bei dem freundlichen Vietnamesen meines Vertrauens. Vielleicht nochmal eine Cola, bevor es dann in die Abfahrt geht. Und ich war wieder nicht hier auf dieser Festung, aber mich zieht es ja irgendwie nicht hoch. So, wo ist er denn? Da ist er mit seinen Hunden. Okay. Das war jetzt auch eine schöne Situation. Ich habe mir hier die 3 Bananen gekauft und eine Cola. Und sie sagt 40.000. Dann gebe ich ihr die 40.000, sitze hier, esse die erste Banane, kommt sie wieder, gibt sie mir 10.000 zurück. Sagt sie, nee, nur 30.000. Hätte sie auch nicht machen müssen. Ne? Ich meine, das sind, was sind das? 10.000 sind, ich kann gar nicht mal rechnen, 40 Cent. Das sind 40 Cent, also der hat jetzt wegen 40 Cent ist jetzt nochmal hergekommen und hat mir das gegeben. Also das Ganze hier hat ja gerade mal bei 30.000 jetzt ja gerade mal ein bisschen was über einen Euro gekostet. 1,10 Euro, 20. Das hat halt 80 Cent gekostet, mein Gott. Aber korrekt, ne? Also nicht abgezockt worden oder versucht worden, hier Kohle zu machen. Sie hat mir zwar angeboten, da noch was zu kaufen von ihrem Krimskrams, irgendwelche Kettchen oder was auch immer. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Rückentasche. Stimmt auch, die sind voll. Und ich kann es auch nicht gebrauchen. Haiwan-Pass hinter mir in den Wolken. Schön war es, beide Seiten einmal hoch mit rasanten Abfahrten. Gibt es ein eigenes Video von der jeweiligen Seite. Und jetzt geht es nach Hause wieder flach über die schönen breiten Straßen hier. Noch sind sie verkehrsarm, später wird es wieder voller werden in Da Nang. Da kommen schon wieder die ersten einfach rausgeschossen. Und ja, dann der Geisterfahrer auch mit Kind, ohne Helm, alles geboten. Der nächste, die nächste, es ist unglaublich. Ja, und dann geht es zum Essen fassen, vorher noch duschen. Und dann mal gucken, was der morgige Tag noch so bringt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Jetzt kennt ihr den Haiwan-Pass von beiden Seiten und meine Meinung dazu. Gibt es ja auch ein extra Video, wo ich dann den Doi Suthep in Chiang Mai, Thailand und den Haiwan-Pass hier in Da Nang, Vietnam gegenüberstelle. Vor- und Nachteile. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich schaue, dass ich jetzt heimkomme. Bis dahin, ciao, ciao. English? No English? English?
No. Okay. It's work, specialized. Good. Da lang? Oh ja. Ja, ich verstehe kein Vietnamesisch, er versteht kein Englisch. Aber wir fahren zusammen Rennrad nach Da Nang. Die Sprache versteht jeder. Cô bác anh em đánh nhỏ